Seit 2 Wochen ist diese Besprechung VLV1 mit Namen angekündigt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und werden jetzt in diesem Video die Besprechung VLV mit Namen reden. Es gab jetzt im aktuellen Fall sowie auch noch vor 2 bis 3 Wochen gute Neuigkeiten über die Challenges. Außerdem gibt es auch geänderte Challenges, welche Meinung ich von Namen hören möchte. Und diese guten Nachrichten über die Japanreise und so weiter möchte ich in diesem Video reden. Ich hoffe, es euch gefällt, und wenn es gefällt, liked euch das Video und abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Videos und Livestreams nichts verpasst. Viel Spaß mit dem Video. Na gut, dann muss ich die Besprechung jetzt mit hungrigen Magen machen, und zwar mit den Mitflieger Nam und Hallo Nam. Hallo. Ja, also wir kündigen schon seit 2 Wochen die Besprechung, und hast du dich auch schon damit gut vorbereitet? Ja, relativ. Okay, dann beginnen wir mal, ja? Okay. Dann, wie hat sich eigentlich der Tourismus im Bereich Ostsee in Flammen und heute geändert? Ich denke, im Allgemeinen hat es etwas zugenommen, nicht nur wegen Ostsee in Flammen, sondern allgemein wegen dem Wetter und wegen der Pandemie, dass es sich dieses Jahr etwas erhöht hat. Klar konnte man dann weiter ins Ausland reisen, aber es sind trotzdem viele hierher gekommen, hergereist aufgrund der Kosten, ja, der Inflation, dass es halt teurer geworden ist. Dann wollen sich die Leute natürlich günstig reisen. Dann kommt es natürlich dazu, dass es auch der 9-Euro-Ticket gegeben hat für 3 Monate bis Ende August. Und das hat natürlich dazu gewirkt, dass es dann noch weiterhin viel Tourismus hier gegeben hat. Und allgemein hat sich dann die Zahl unabhängig von den besonderen Events wie Ostsee in Flammen dieses Jahr leicht erhöht. Das konnte man auch sagen, weil dieses Jahr auch nicht so viele Events stattgefunden hat. Ja. Ist es noch möglich, die Winterreise noch hinzukriegen? Ich denke, dass es noch möglich ist, ja. Okay, was passiert, wenn die Winterreise doch nicht stattfinden kann? Also wenn die Winterreise nicht stattfindet, dann machen wir es halt nächstes Jahr. Ne? Ist ja nicht das Ende der Welt, kann man jederzeit machen. Ja, und ein bisschen was geplant, aber nicht mehr. Und warum hat sich der Premierminister Fumio Kishida den Individualtourismus noch nicht geöffnet? Denn aktuell sind jetzt nur noch naja, ich denke, man muss auf seine Mitmenschen Rücksicht nehmen. Ne? Ich habe ja schon einmal in einem der letzten Videos erwähnt, dass nach Umfrage es ungefähr 50-50 ist, dass die Leute für und Leute gegen die Einschränkungsaufhebung gewesen sind, weil die halt viel Respekt für die Pandemie zollen. Ne? Okay. Und dementsprechend will halt eine Möglichkeit wählen, womit alle zufrieden sind, oder möglichst viele Leute im Land zufrieden sind. Und seit dem letzten Jahr ist ja Kyoto noch pleite, und es gibt ja kein Geld mehr bei denen. Und was passiert, wenn es immer noch so weitergeht? Ich denke mal, dann bekommen sie Hilfe vom Staat. Okay. Dann in Südsudan und Tuvalu, da öffnen sich aktuell keine Touristen. Ne? Und, was ist eigentlich der Unterschied bei der Einreisebestimmung bei Tuvalu und Japan? Warum machen die das denn? Naja, also ein gewaltiger Unterschied ist halt, dass es 2 Länder mit verschiedenen Kulturen sind. Da kommt es natürlich dazu, dass in dem einen Land viel mehr ältere Leute sind, also in dem Fall ist es jetzt Japan, und bei dem anderen kann ich das nicht genau sagen, aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich mehr jüngere Leute, weil Japan eines der Länder ist mit den meisten älteren Leute auf der Welt. Und dementsprechend kann ich auch verstehen, dass die Maßnahmen dort etwas härter eingeschränkt sind. Ne? Und im Sommer strich Lufthansa sehr viele Flüge, ne? Weil jetzt so viele Touristen ins Flughafen gekommen sind. Ne? Ja. Und was passiert denn, wenn unser Flug gestrichen wird? Ja, dann haben wir Pech. Ne? Dann müssen wir möglichst versuchen, einen neuen Flug zu bekommen im Laufe der kommenden Tage, ab dem Punkt, wo es sein sollte. Anders geht's nicht. Ne? Und wie viele Leute werden bei unserer Japanreise mitkommen? Also momentan sieht es so aus, als würden nur wenige mitkommen. Also das werden nur ich, meine Mutter und meine Brüder und du. Weil die anderen noch nicht die Mittel zur Verfügung haben, um mitzukommen. Deine Mutter auch noch? Ja. Okay, das hast du mir schon früher noch nicht gesagt, aber... Ja, das sind halt gewisse Umstände, ne? Also
Also eigentlich ist es ja geplant, mit meinen Freunden zu reisen, aber wir haben es ja auch immer weiter und weiter verschoben. Das kommt dann auch sogar hin, dass wir es wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr reisen. Aber wenn andere Leute unter uns sind, die gerne dieses Jahr noch reisen wollen, dann müssen natürlich andere Leute dabei sein. Okay, ja, wenn man jetzt aktuell jetzt keinen Sitzplatz im Flugzeug gebucht hat, dann muss man eigentlich im Check-in-Schalter einfach mal zufällig mal einen Sitzplatz einfach mal buchen. Ne? Und welche Website kann man einfach einen Sitzplatz buchen? Ich denke, bei jeder Buchungsseite, wo man einen Flug buchen kann, kann man auch dazu einen Sitzplatz buchen. Also das ist ganz normal. Also jetzt so am Tag, dass wir abfliegen, ne? Ja. Und muss ich jetzt eigentlich mal zu dir nach Hause hinfahren? Denn wenn wir zum Beispiel früh aufstehen, müssen wir doch mal ganz früh auch zum Flughafen hinkommen, ne? Weil der Flug ist schon zu früh gekommen. Ne? Ja, ganz genau. Ja. Und wann soll ich dann zu dir kommen? Entweder am jeweiligen Tag ganz früh morgens oder am letzten Nacht. Okay. Eins von beiden. Ja, fahren wir mit dem Zug dahin? Mit dem Zug wäre eine Möglichkeit, aber ideal war ja mit dem Zug. Ja, mit dem Zug kann man machen. Ja. Okay, und auch wenn wir jetzt wieder zurück zum Flughafen sind, also Ende des Urlaubs, auch mal mit dem Zug, ne? Ja. Alles klar, dann wie teuer werden jetzt im Winter pro Person die Japanreise kosten für 3 Wochen? Das ist schwierig zu sagen, weil so wie die Neuigkeiten momentan sind, kann man ja nur nach Japan reisen, wenn man erstens ein Visum beantragt hat und diesen Visum auch nur beantragen kann, wenn man auch bei einem Reisebüro bucht. Und Reisebüros bieten ja nur Pauschalreisen an. Okay. Was wiederum heißt, dass ja viele Kosten dort enthalten sind, wie Flug und Hotelaufenthalt und sonstige Nebenkosten. Da kann man natürlich schwer herausfiltern, wie da die Flugkosten sind. Okay, und wo buchst du den Flug? Bei welcher Website? Ich merke mir die Internetseiten eigentlich gar nicht. Ich mache eigentlich mehrere Internetseiten auf und vergleiche da die Preise. Wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um einen Flug zu buchen, damit es günstig bleibt? Idealerweise einen Monat bis zu 3 Wochen vor Abreise. Soll es nicht teuer sein? Nö, das ist nicht teuer. Okay, wann ist eigentlich, in Tokio wird es ja immer ganz voll in den Straßen, ne? Vor allem in Shibuya. Ne? Und, wann ist eigentlich der Zeitpunkt, dass es in den Straßen überfüllt sind? Ich denke während der Rush-Hour-Zeit, wo ganz viele Leute gerade Feierabend haben. Ne? Also so ungefähr spät nachmittags, abends. So ungefähr 17 Uhr, 18 Uhr ungefähr. Und, wie wird das Wetter in Weihnachten aussehen in Japan? Es ist recht kühl, aber angenehm. Vielleicht scheint mal gelegentlich die Sonne, gelegentlich bedeckt, aber sonst recht trocken. Okay, also jetzt geht es weiter mit den Challenges. Also ich hoffe mal, dass du gut vorbereitet hast. Das erste wäre ja das 50 Kilometer durch Tokio fahren. Wer würde eigentlich denn von deinen Brüdern mitmachen, in deiner Ansicht? Ich glaube keiner. Keiner? Nein. Okay, beim Challenge wirst du was ja wie Aufführung ja mit der Popgruppe und so weiter. Ne? Und, hast du auch schon ein bisschen was mitbekommen? Nochmal was? Genau? Challenge 4 hat sich schon seit gestern oder vorgestern etwas geändert. Hast du etwas mitbekommen? Nee, da habe ich nichts mitbekommen. Ja, also, Was war nochmal Challenge 4? Was war nochmal Challenge 4? Aufführung mit AKB48 und Sers Flafo. Das war das. Und also die Aufführung von der Jonglage war jetzt geändert, und zwar die neue Musik. Dann wo ich das zum Fernsehen rein möchte, dann ist es so eine Variety-Show. Das ist ja ursprünglich aus Amerika oder England. Ja? Und, das könnt ihr auch mal googeln. Und das ist ja, und das kann man ja auch noch nicht nur Musik zeigen, sondern auch noch artistische Sachen, auch Jonglieren. Und wäre es auch noch ein besserer Platz, um da aufzuführen und Unterhaltung hinzukriegen?
Ist schwierig. Ja? Ist schwierig. Oder wie kommt man ins Fernsehen? Naja, ich habe es ja schon einmal im letzten oder vorletzten Video gesagt, dass man also als Zivilist, als Passant, als Tourist nur die Möglichkeit hat, wenn sie auch danach anfahren. Ne? Also gewisse Kleinanzeigen. Und sich dort dann im Prinzip dann bewirbt. Ne? Sollte ich hier noch ein bisschen anstrengen, damit ich hier da zu dieser Show hinkommen kann? Es ist schwierig zu sagen, wonach Qualifikation die suchen. Das ist schwierig zu sagen. Dann, was macht eine Requisiteur? Als Requisiteur, soweit ich weiß, sind sie dafür da, um bei Fernsehen oder Theater gewisse Möbel oder gewisse Gegenstände bereitzustellen, damit es dann aufgenommen wird. Und was macht eine Redakteurin? Eine Redakteurin ist, soweit ich weiß, jemand, die dafür verantwortlich ist, für das Kreieren eines Buches bis zum Veröffentlichen eines Buches. Und wir drücken mal die Daumen, dass wir zur Show reingehen können. Ne? Und wie würde denn unsere erste Variety-Show aussehen? Das ist schwierig. Weihnachtszeit oder Neujahrszeit? Das ist schwierig zu sagen. Ich denke mal, so allgemein tendieren die Leute ja ihre Shows möglichst frühzeitig vor Ausstrahlung aufzunehmen. Und dementsprechend Weihnachten könnte vielleicht spät sein, vielleicht Neujahr. Dann am besten drücken wir mal die Daumen, dass es hinkriegen wird. Also ich gebe mein Bestes, ja. Dann, wir bräuchten ja einen Begleiter, ne, der uns uns Tokio begleitet und die japanische Sprache zu übersetzen. Ne? Und wenn wir es geschafft haben, was müssen wir Ihnen noch über die Challenge 4 weiterleiten? Wie kann er das eigentlich denn hinkriegen? Ich denke genauso wenig wie wir. Also ich denke nicht, dass wir durch ihn das Einfacher haben. Also vielleicht um Anzeigen besser herauszusuchen, aber wenn es darum geht, sich zu bewerben und dann nach gewissen Kriterien aufgenommen zu werden, da wird der Übersetzer uns nicht wirklich die Sache einfacher gestalten. Ja. Was beschenkt man im Weihnachten? Das, was die jeweilige Person wahrscheinlich gerne haben möchte. Und beim Geburtstag? Auch, ne? Okay, dann, wie wird eigentlich denn in Japan Neujahr gefeiert? Das wird nicht wie in Deutschland aussehen, ne? Nee, also Neujahr wird kein Feuerwerk stattfinden. Stattdessen tendieren die Leute frühzeitig aufzustehen und den ersten Sonnenuntergang zu erleben. Und dann anschließend werden sie am jeweiligen Tag oder in der jeweiligen Woche, je nachdem ob sie Zeit und Lust haben, zum nächstbesten Tempel gehen und auf diese Weise ihr Neujahr feiern. Okay. Ja. Also zurück mal zum Geburtstag. Also eine nächste Mitgliederin hat ja ab dem 20. September Geburtstag, also im Bereich Weltkindertag. Und mindestens 2 Leute haben den Geburtstag. Und was willst du sie schenken? Also das ist jetzt hypothetisch gemeint, ne? Also wir werden nicht in der Lage sein, da ein Weihnachtsgeschenk schicken zu können. 20. September schon zu spät für uns, ne? Naja, also einfach eine andere Mitgliederin, der im Weihnachten Geburtstag hat. Ich habe nur gesagt, wer der nächstgelegene Mitgliederin Geburtstag hat. Okay. Was würden wir sie denn schenken? Also nicht ihr, sondern vielleicht noch sondern eine andere Mitgliederin? Marzipan. Was noch? Ich denke mal, das reicht vollkommen aus als Fan. Was werden deine Brüder schenken? Die sind keine Idol-Fans. Die sind keine Idol-Fans. Oder Sehenswürdigkeiten?
Wie? Oder Sehenswürdigkeiten oder irgendwas, was besonders ist aus Deutschland gäbe? Ich denke, Marzipan reicht vollkommen aus. Marzipan kriegt man nicht überall. Selbst hier in Deutschland nicht. Ja, also ich überlege mir noch ein bisschen. Ich meine, man kann schon dankbar sein, dass wir im Prinzip nahe Lübeck wohnen. Ne? Lübeck, wo Marzipan erschaffen worden ist. Ne? Okay, ja. Dort wurde Marzipan kreiert. Und was man immer schenken kann, auch für die Kleinen, ist ja sowas hier wie Luftballons, ne? Kann man auch, ne? Ja, kann man auch, ne? Und ich werde jetzt für Sie jetzt nicht zwar schenken, aber guck mal, was ich geschafft habe. Eine Blume. Also ich weiß ja nicht, ob ich hier, wenn ich jetzt ihr treffen werde, das hier noch beschenke, aber ich glaube, das ist zu groß. Hm? Ich glaube, das ist zu groß. Das muss ja auch noch so sein. Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber bei Idol-Konzerten oder Idol-Events, wenn man gerne etwas für den jeweiligen Idol schenkt, dann steht man in der Schlange ein und dann wirft man das halt in einen gewissen Karton ein, wo es dann aufgehoben wird. Und ich glaube nicht, dass das Platz dafür hat. Gut, aber ich weiß ja nicht, ob sie jetzt ja oder nein sagen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? So, jetzt wieder kaputt machen. Okay, also wir drücken mal die Daumen, ob wir es hinkriegen können. Ne? Also fest, ne? Auf jeden Fall. Sonst gibt es Haue. Ne? Und ich glaube schon seit Ende 2017 warst du ja selbst in Japan. Ne? Ja, genau. Du kannst mal schon ein paar Bilder zeigen, wie es eigentlich bei dir ausgesehen hat. Kannst du mal kurz mal zeigen. Also, ich habe ein bisschen Hunger. Also, du warst ja mit deiner Mutter nach Japan, ne? Ja, richtig. Warst du 2 Wochen oder eine Woche? Wir waren in Japan, glaube ich, ich glaube, das war eine Woche. Ja, eine Woche ungefähr. Und hat dir es gefallen? Ja, mir hat es gefallen. Das war gerade mal das zweite Mal und ja, hat mir sehr gefallen. Du warst nur mit deiner Mutter dabei, ne? Nein, auch mit meinem Bruder. Mit deinen Brüdern, okay. Und was hast du alles erlebt? Was ich alles erlebt habe? Ja. Ich war alleine bei Comic Cat. Das war ja in Tokyo Big Sight. Da war ich da für den ganzen Tag. Dann war ich fürs neue Jahr im Meiji-Tempel mit den anderen. Da haben wir den jeweiligen Tag noch einen anderen Tempel besucht in der Nähe. Dann waren wir noch im Tokyo Tower. Dann haben wir auch noch den One Piece Museum besichtigt im Tokyo Tower. Dann waren wir bummeln in Shibuya, in Akihabara. Ja, das war's eigentlich. Ja, ich glaube, du hast es schon jetzt, du hast es gefunden, oder? Ja, ich hab's gefunden. Ja, zeig mal. Ich muss mal kurz essen, weil ich kein Abendessen gegessen habe. Ja, zeig mal so. Ja, jetzt zeigt, was ist das für ein Bild? Das ist ein Bild vom Stadtviertel, wo wir in der Nähe gewohnt haben. Und wir haben uns zu dem Zeitpunkt auf den Weg gemacht zum Meiji-Tempel. Ja, dann zeig mal den Meiji-Tempel. War es das ein neuer oder? Das war ein neuer, ja. Hier ist der Eingang zum Meiji-Tempel. Ja. Und hier ist vor dem Meiji-Tempel. Okay, ja. Gut, reicht das? Ja, das reicht schon. Essen mache ich später, ne? Und, zum Stadtviertel, welche Stadtviertel kennst du und gibt es? Ich glaube Ikebukuro, Shibuya, Tokio, Shibuya,
Ja, soweit kenne ich das. Ne? Das waren halt die Gegend, wo wir waren in den 2 Malen. Kennst du Asakusan? Asakusan, das ist aber jetzt nicht ein Viertel von Tokio, oder? Doch schon, ich glaube so im Bereich Skytree ist das. Nee, kenne ich nicht. Ich glaube, da fahren sie immer so Rikscha. Da kann man schon gut die Gegend herausschauen und wenn du möchtest, kannst du mitfahren. Ne? Ach, wirklich? Ja, damit du nicht laufen musst. Und später, ich glaube, im Bereich Shibuya wird ja richtig voll, ne? Und es wird ziemlich eng. Und was wirst du denn tun, wenn es richtig eng wird? Ich versuche das auszuhalten und warte auf einen Moment, wo es wieder weniger wird. Ne? Okay, auch mit deinen Brüdern und so weiter? Auch mit meinen Brüdern. So war es auch in den letzten 2 Mal. Also es war schon dicht und voll, aber wir kamen ja trotzdem voran. Und wenn wir nicht vorankamen, haben wir einfach gestanden und gewartet. War es lange? Nee, lange war es nicht. Dann hast du noch irgendwelche Fragen an mich oder soll ich irgendwas mit XP und so weiter erzählen, was wir gekommen sind? Nee, soweit ich nicht, nein. Oder soll ich irgendwas erzählen? Kannst du machen, aber mir persönlich fällt eigentlich nichts ein, was ich noch zu erwähnen bräuchte. Das Wesentliche wurde ja gesagt. Gut, also das angekündigte 6. Lied ist ja schon seit dem 6.8. gekommen. Und ich glaube, oder schon ab dem 29.8. haben die es zum ersten Mal gesungen. Ja? Okay. Ja, und, das war ja schon aus Okinawa, ne? Also das war so eine Sommermusik. Und da wurde es am Fernsehen nochmal vorgeführt bei CDTV. Und da haben die insgesamt 2 Musikstücke mal vorgespielt. Und dann später, so den 7.9. haben die so ein Musikvideo alles mal komplett hergestellt und das alles mal hochgeladen. Ne? Mhm. Ja. Und außerdem es wurde er im Jahr Dezember 2005 gegründet. Was ich noch nicht erzählt habe, war Japan Export in Paris. Das war 2009, haben die noch vorgeführt. Und, Export? Du meinst Expo? Ja, Expo, ja. Also das Event Japan Expo, ne? Ja, genau, ja. Okay. Das passiert, wenn man schlechte Augen hat. Und dann im Dezember 2010 wurde es eigentlich der weltbeste Popgruppe der Welt. Ne? Dann später das Komische, das habe ich auch mal schon erzählt vor einem Monat. Am 4.12.2015 kam, weißt du wer? Ja. Wer? Das war die Frage, ne? Wer denn? Justin Bieber. Okay. Komischerweise, ich habe jetzt keine Ahnung, warum er jetzt gekommen ist. Weißt du warum? Ja, er ist ziemlich berühmt, ne? Zu dem Zeitpunkt. Kann ich mir gut vorstellen, dass es ein nettes Crossover ist. Okay, ja. Und dann hat er sich kurz vorgestellt, was da sein Lieblingsessen war. Und das letzte wäre ja, was ich auch noch erzählt habe, ab 9.8. Jahr flog eine ehemalige koreanische Mitgliederin, also das war jetzt eine Japanerin, aber sie war ja schon damals bei einer koreanischen Popgruppe und nach 1,5 Jahren flog sie jetzt mal von Tokio nach Seoul, ne? Am Flughafen Gimpo. Es gibt ja 2 Flughäfen, ne? Also Flughafen Incheon und Gimpo, ne? Da ist sie auf Gimpo gelandet und sie blieb da 6 Tage. Dann flog sie ja ab Mitte August wieder zurück nach Tokio, ne? Ja, und das war's ja auch schon mit dem Video. Und wenn du irgendwelche Informationen hast, du kannst ja noch weiterleiten über deinen Brüdern. Und ich hoffe mal, dass wir es hinkriegen werden. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Ja. Dann, wenn meine Eltern einverstanden sind, buchen wir unsere Hotels, Flüge und so weiter. Und ich werde dir Bescheid sagen, dass sie einverstanden sind. Ja? Ja. Ja, ne? Ja. Okay, dann wünsche ich dir noch schönen Abend noch und später auch noch für Weltkindertag und dann schönen Feierabend noch, ne? Danke. Ja, Dann schönen Abend noch. Ciao, Leute.